Salam alaikum und hallo allerseits. Wurdet ihr schon mal gefragt, wo im Koran steht eigentlich, dass das Kopftuch eine Pflicht sei? Oder habt ihr euch das vielleicht sogar schon mal selber gefragt? Wenn ihr die Antwort darauf parat haben wollt, dann schaut das Video gerne bis zum Ende. Wenn wir die Offenbarung des Koran studieren, dann ist es eindeutig, dass im Koran der physische Hijab und die physische Kopfbedeckung für eine Muslima verpflichtend ist. Wesentliche Beispiele dafür sind in Sura Nur, das ist Sura 24, Ayah 30 und 31 und Sura Al-Ahzab, das ist Sura 33, Ayah 53 und Ayah 59. Da Koranexegese ein wirklich sehr schwieriges und auch sehr wichtiges Fach ist und man viele Aspekte und Punkte beachten muss, habe ich mir hier in diesem Fall Hilfe und Rat von in diesem Fach studierten Sachkundigen zukommen lassen. Möge Allah sie inshallah reichlich belohnen. So, und jetzt lasst uns auch direkt in die Analyse gehen. In Sura 24, Ayah 31 steht: Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst nicht sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen. Hier wird das Wort Khumur benutzt, und Khumur ist die Mehrzahl von Khimar. Wenn wir jetzt in ein arabisches Wörterbuch schauen, ist die genaue Definition von Khimar: Khimar einer Frau ist das Kleidungsstück, mit dem eine Frau ihren Kopf bedeckt. So viel schon mal dazu. Um jetzt aber ein klares Bild von diesem Vers zu bekommen, müssen wir einige Dinge beachten. Schon im vorislamischen Arabien gab es eine Art Mode unter den Frauen. Und zwar hatten sie auch eine Art Kopfbedeckung, aber sie banden diese Kopfbedeckung hinten am Kopf fest und hatten ihre Haare zu zwei geflochtenen Zöpfen über die Schulter gelegt und sodass ihr Hals freigelegt war, man konnte ihre Ohren sehen und der Schlitz ihres Gewandes ging halt sehr tief. Und nicht nur das, sie beschmückten sich eben auch sehr reichlich. Also sie hatten viel Schmuck um den Hals, Ohrringe und so weiter und so fort. Und genau aus diesem Grund wird beispielsweise das mit dem Bedecken der Brust so explizit in diesem Vers erwähnt. Wir fassen also schon mal zusammen. In Sura Nur, Ayah 31, sagt Allah: Zieht eure Kopfbedeckung über eure Brust. Es wird also explizit ein Kopftuch erwähnt und auch noch dieses Kopftuch ausgeweitet, bis wohin es gehen soll, also bis über die Brust hinweg. Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Ayah, und ich finde auch ein sehr interessanter Punkt, ist, dass die Scham und das Senken der Blicke noch vor dem Hijab erwähnt wird, in der Aufzählung, also vor der Kopfbedeckung erwähnt wird. Dieses Schamgefühl einer Muslima ist die Basis für einen richtigen Hijab. Denn wenn sie dieses Schamgefühl wirklich verinnerlicht hat, dann wird sie sich dementsprechend auch verhalten und kleiden. Das ist übrigens beim Mann genauso, aber wir sind jetzt eben bei dem Thema Frau, darum bleiben wir jetzt auch erstmal dabei. Und darum garantiert dieses Schamgefühl auch das Beibehalten des Kopftuches. Einige, die ihr Kopftuch abnehmen, da kann es sein, dass sie dieses Schamgefühl nie verinnerlicht haben oder nicht richtig verinnerlicht haben. Dieses Schamgefühl ist wirklich die Basis für den Hijab, und in einer anderen Überlieferung steht beispielsweise ja auch, dass die Mutter aller Sünden das Nichtvorhandenseins eines Schamgefühls ist. Und wenn dieses Schamgefühl fehlt, fehlt eben auch die Basis für den Hijab. Das Schamgefühl ist also die Basis des Hijabs und das Bedecken ist das Vollziehen des Hijabs. Wir halten also schon mal fest, das Kopftuch wird explizit im Koran erwähnt. Ihr habt jetzt auch inshallah einen Vers, den ihr dazu parat habt. Und falls euch jemand fragt oder falls ihr euch das jemals gefragt habt ihr nun eine Antwort parat, inshallah. Bis bald, tschüss und Salam alaikum.